Also das ist die originale Bremse von der Gabel, die ich ja ausgebaut habe, von der Husqvarna. Es war ja gar nicht richtig bekannt, welche ich da habe. Welche Gabel von welcher Husqvarna. Die Bremse funktioniert soweit, ist alles perfekt eigentlich. Es ölt auch nirgends. Aber ich kann sie natürlich so nicht verbauen. Das heißt, ich mache es auseinander, kontrolliere alle Dichtringe und dann wird das Ding gestrahlt, gepulvert, damit das Ding wieder komplett neu aussieht. Hier, so frostige Schrauben kann ich ja nicht an meinem schönen XT jetzt anbauen. Ich habe dann im Internet mal lang gesucht, habe erst Bremsbeläge in Italien gefunden. Nach langer Suche habe ich dann auch welche in Deutschland gefunden. Hier von Lukas TRW. Und die haben sogar nur 11 € gekostet und die passen hier perfekt rein. Das sind die gleichen, also das ist das Modell, was ich brauche. Ich habe echt Glück gehabt, weil das Teil ist ja schon von, ja, es ist 30 Jahre alt, von 1990 oder so. Gut, also zerlege ich das Teil, gucke mir es an, mache sauber, strahle das Ganze und dann werden neue Komponenten eingebaut, Dichtringe, sonstigen Kram. Dann haben wir hoffentlich eine schöne neue Bremse. So, dann mache ich jetzt erstmal die Bremsleitung ab, um das Ganze zu trennen. Gut angeballert. Okay, dann machen wir das halt mit dem Schlagschrauber. Schalter ab. Hier ist der Kontakt. Das ist die größte Scheiße hier jedes Mal. Die backen gerne mal fest, weil die Bremsflüssigkeit Wasser anzieht und Stahlschraube in Alu und den ganzen Blödsinn. Wenn die durchdrehen, dann ist es mal kacke. Hat geklappt. Upsi. Das ist jetzt die Frage, wie das auseinandergebaut wird. Manchmal kann man das einfach so abziehen. Manchmal ist da irgendwo so ein kleiner Federring drin. Muss ich mal schauen. Hier sehen wir das schon mal raus, aber der Gummibalg ist noch dran. Der müsste eigentlich da nur reingeklemmt sein, so ein bisschen. Den darf ich halt auf jeden Fall nicht zerstören. Ein bisschen Öl rein, hinstellen, einwirken lassen. Ich gehe jetzt mal was kurz essen. Soweit zerlegt. Jetzt werde ich die beiden Kolben hier rausholen. Das mache ich mal mit Druckluft. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt damit. Vor allem bei denen, die können hier rausschießen. Den Bleeder hier wieder einschrauben ein bisschen. Dann mache ich das immer so, dass ich die so hinlege. Vielleicht kann man hier auch ein bisschen was dazwischen machen noch. Und dann ganz vorsichtig mit Druckluft. Nicht viel bar. Langsam die Dinger rausploppen lassen. Hier, da sieht man schon, da kommt einer. Ganz gemütlich. Nicht Vollgas, sonst fliegen die echt rum. Jetzt wird es natürlich schwierig, den zweiten rauszuholen, weil der ja schon draußen ist. Mache ich den einfach noch ein bisschen rein hier und halte den fest. Jetzt ist der zweite rausgekommen. Die sehen ganz gut aus. Also neue Kolben brauchen wir nicht. Da habe ich schon deutlich schlechtere Sachen gesehen. Jetzt hole ich noch die Dichtringe raus. Oder wie auch immer die Dinge heißen, die sind hier hinten drin. Und wenn wir es schon so weit auseinander haben, können wir das auch immer schön erneuern. Gewinde und hier wichtige Flächen sowie diese Zylinderflächen werden alle abgeklebt und versiegelt, damit sie beim Sandstrahl nicht kaputt gehen. Ich habe auch überlegt, ob ich den Bremskolben vielleicht silbern mache, weil vorne am Motorrad so viel schwarz ist, aber das sehe ich ja danach, wenn ich ihn jetzt erstmal sauber gemacht habe, ob das wirkt. Ich habe es jetzt leider nicht hinbekommen, das zerstörungsfrei rauszubekommen. Da ist irgendwie so ein Metallring drin, den ich nicht rausbekomme. Und unten drunter war diese Teflonscheibe und dieser Gummibalg und natürlich noch dieser kleine Mini-O-Ring da. Der ist aber heile, aber jetzt geht es erstmal auf die Suche nach den Ersatzteilen. Ich habe hier ein paar Nummern unten drauf. Das ist natürlich Brembo, ist schön. Ich gucke jetzt mal, ob ich da schnell irgendwie Ersatzteile finde. Ansonsten nehme ich eine neue Bremspumpe von einem anderen Motorrad. Nach kurzen Suchen habe ich dann hier diesen Reparatursatz gefunden. Da ist diese Hülse. Die Teile sehen alle sehr gleich aus. Ich hoffe mal, dass das auch die Teile sind.
Hier steht 13 mm PS 13 Armatur. Ja, ich könnte es ja mal versuchen. Ich hoffe, wenn das jetzt hier ein 13er Zylinder ist, ich habe einen 11er Zylinder, dann passt das nicht. Und meiner sieht ja noch gut aus. Ich hoffe aber, dass die dann hier vorne vielleicht, die Bohrung gleich haben. Nur innen drin diese 11er Bohrung bei anderen einfach auf 13 machen. Also dass das Gummiteil auch bei einem 11er passen sollte. Ich kaufe den Kram jetzt, 26 €, ja, ist halt leider so. Und dann bauen wir den Scheiß wieder ein. So sehen jetzt alle Teile aus. Die Teile hier werde ich natürlich noch pulvern, diese 3 hier. Ich habe erstmal gedacht, ich mache das hier oben auch so poliert. Das sieht vielleicht ganz cool aus. Dann muss ich diese Schrauben hier noch nachkaufen. Die Innensechskantschrauben hier, da muss ich mir eine Spezialschraube selber bauen. Habe ich aber schon eine Idee. Edelstahl kaufe ich da. Hier noch 2 normale Innensechskantschrauben und hier die Hohlschraube. Muss ich natürlich auch kaufen mit der Bremsleitung, wenn die dann die richtige Länge hat. Den Bleeder hier, den kaufe ich auch neu. Und dann kommt ja noch der Repsatz hier für diese kleinen Teile, die da drüben noch kaputt liegen, damit ich dann anschließend, wenn das gepulvert ist, wieder zusammenbauen kann. Den Bremssattel lasse ich jetzt auch mal so poliert, weil er hier, glaube ich, ganz cool aussieht, wenn das so schwarz-silber ist. Ich kann ja immer noch mal pulvern, wenn ich das möchte. Also lasse ich das erstmal so. Also geht es gleich weiter, wenn die Teile da sind. Für mich ein paar Tage später, für euch 1 Sekunde später. Die Teile habe ich frisch gepulvert, alle anderen sind sauber. Das Paket ist jetzt da. Packe ich mal aus und dann wird zusammengebaut. So, dann vergleichen wir mal die Teile. Ich habe bisher eigentlich nur neu gekauft, weil hier dieser Gummibalg kaputt war. Hier ein O-Ring, eine Feder, diesen Adapter für die Feder, dann habe ich diesen Teflonring, den ich auch zerstört habe. Teflonring, O-Ring, Adapter für Feder. Hier das Ding eigentlich, was hier wirklich den Druck immer erzeugt. Dann ist dieser hier mit diesem komischen Metallring. Ich weiß gar nicht, wie ich den rausbekommen soll aus dem anderen Ding. Aber dann gucken wir mal. Stelle ich mal hier die alten Dinger hin. Ja, und da ist schon das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Ich habe mir hier den 13er Kolben geholt und das ist der 11er Kolben. Den 11er konnte ich ja nicht finden. Ich hoffe nur, dass das jetzt hier wenigstens gleich ist. Sieht auch so aus, ja. Hier der Gummibalg, der passt jetzt hier rein, weil das die gleiche Pumpe ist für den 13er und für den 11er Kolben. Ich könnte jetzt natürlich auch die Pumpe aufbohren, dann habe ich einen größeren Kolben drin, aber ich glaube, diese Spielereien lasse ich jetzt. Ja. Aber die Teile, die ich brauche, passen alle rein. Hier den Stift, den kann ich auf jeden Fall tauschen, der ist gleich. Also jetzt geht es an den Zusammenbau der Bremspumpe, ist eigentlich recht simpel. Es kommt hier diese Feder rein, dann kommt hier dieser Bremskolben rein, dann kommt ein O-Ring hier drüber, der wird bis unten durchgeschoben. Das sollte man nicht mit dem Schraubendreher machen, das hier ist ein abgerundeter Durchschlag, deswegen geht das mit dem perfekt. Den kann man dann hier in den Absatz schon reindrücken. So, der O-Ring ist drin, der Kolben bewegt sich sehr gut. Dann muss hier dieser Ring rein. Ich habe jetzt extra hier nochmal einen aus Teflon gefertigt auf der Drehmaschine, weil der hier nicht passt und der alte ja zu groß war. Der kommt jetzt mit dem Bund nach oben und diesem Gummiteil hier, dieser Tülle. Und das wird einfach da drüber geschoben und dann kommt dieser Ring hier drüber. Das ist dann alles fixiert. So, dann habe ich mir jetzt hier so ein Spezial-Einschlagwerkzeug gebaut, vorne abgedreht, hier noch ein bisschen ausgeschliffen und das kommt jetzt hier so da drüber. Und damit wird der Ring dann so ein bisschen einmassiert. Dann baue ich jetzt hier vorne noch das MIN-Standglas ein. Ein bisschen Fett, damit der O-Ring besser flutscht. Dann den MIN-Strich genau richtig positionieren, einfach reinschieben und von hinten mit der Klammer sichern. Und dann ist das auch drin. Tja, jetzt gilt es eigentlich nur noch den Deckel drauf zu machen und den Bremshebel zu montieren. Dann kommt hier in dieses Loch der Stift rein, da mache ich vorher noch ein bisschen Fett rein. Das da drin immer schön geschmiert ist alles. Hier auch noch ein bisschen was gefettet, damit der Bremshebel schön flutscht. Den Bremshebel habe ich jetzt auch noch gefettet hier, noch den Bolzen, wo der Bremshebel drauf gleitet. Und dann wird das alles einfach zusammengesteckt. Also kommt hier der Bremshebel rein.
Und dann kommt hier der Bolzen durch. So. Können wir mal kurz testen. Ja, funktioniert. Und dann kommt hier unten noch die Mutter drauf, damit der Bolzen gesichert ist. Der kleine Bremsschalter wird jetzt auch noch montiert. Die Kabel löte ich später an. Je nachdem, ob ich einen Öffner oder einen Spießer brauche, sind hier die Kontakte vorrätig. Weil dann kann ich sehen, wie weit das Kabel, also wie lang das Kabel sein muss. Hier kommt dieser kleine Mini-Donkel rein, der dann hier auslöst. Und die kleinen Muttern hier unten drauf. Ziemliche Fiddelarbeit. Dann kommt der Deckel hier drauf. Und neue Schrauben habe ich geholt. Mit Innensechskant. Sieht ein bisschen cooler aus. Ich brauche es jetzt nicht fest anziehen, weil ich muss hier eh nochmal entlüften, die ganze Bremse hier. Dann ist das soweit jetzt fertig, das Teil. Dann geht es jetzt zum Bremssattel unten. Kommen erst die Dichtungsringe rein. Hier oben ist ein zweiter Dichtungsring. Dann kommen beide Bremskolben rein und dazu nehmen wir hier dieses Schmiermittel. Dann nutzen wir das auch hier gerade noch. Und somit ist der Bremssattel auch fertig. Hier den Bleeder kaufe ich neu, wenn die Bremsleitung ankommt und noch die Hohlschraube. Deswegen ist der jetzt erstmal nicht montiert, der kommt hier rein. Sieht halt unschön aus, deswegen ist die Bremse aber erstmal soweit fertig. So, und jetzt gibt es noch ein Spezialteil hier, und zwar diese Schraube. Die hat vorne einen Durchmesser von 8 mm, hat aber einen 10er Kopf quasi und ein M10er Gewinde. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme eine Edelstahlschraube M10. Dann muss ich hier noch ein bisschen Gewinde nachschneiden und vorne drehe ich sie ab. Und den Kopf, den mache ich 1 mm kürzer und dann passt das alles. So, das Gewinde ist nachgeschnitten bis oben hin. Machen hinten noch einen kleinen Freistich. Und jetzt werde ich vorne erstmal plan drehen und dann werde ich den Kopf hier noch leicht vorne abdrehen. Der muss gar nicht so viel abgedreht werden wie hier, aber so ein bisschen, damit er bündig in die Bremse reinpasst. Jetzt erstmal nur grob reingespannt. Ich werde vorne anbohren und dann kann das Spitze mitlaufen lassen. Und so sieht die fertige Spezialschraube aus. Die kommt hier rein. Da kann der Bremssattel drauf gleiten. Da ist ein kleines Gewinde drin. Und dann wird das hier so reingeschraubt. Und dann sieht das Ganze so aus.